Maya-Ruinen? Ja, das waren die Mayas in Tulum, ne? Ah ja, stimmt. Voll krass. Boah, das kommt mir alles schon so weit weg vor. Ja. Der stand da so eine halbe Minute. Ja. Nicht bewegt. Majestätisch. Ja, Tiere waren überhaupt überall unserer Reise immer ein zentrales Ding, ne? Mhm. Ja, diese witzig berichten. Die Tiere haben uns auch Begleitet. Ja. Oh, Vulkane. Ein aktiver. Anderer Planet, Alter. Mhm. Das Ah ist ja. Antonio. Der Manuel Antonio. Manuel Antonio. Ja, mit Timo und Elias da. Alter, wäre ich da jetzt gerne. Nach der Ankunft in Mexico City beginnt unsere Reise in der Region Puebla, rund um die gleichnamige Millionenstadt. Hier, 2 Stunden von Mexico City entfernt, geht es jedoch deutlich weniger hektisch zu. In der Nähe besuchen wir einige sogenannte Pueblo Mágicos, welche es in Mexiko zuhauf gibt. Diese magischen Dörfer, was Pueblo Mágico übersetzt heißt, sind ein wahres Prachtstück mexikanischer Kulturgeschichte. Die Auszeichnung Pueblo Mágico bekommen Dörfer, wenn sie bestimmten Kriterien, etwa bezüglich religiöser oder geschichtlicher Bedeutung, erfüllen. In den kommenden Tagen finden hier wie auch in ganz Mexiko die Feierlichkeiten zum Día de los Muertos, dem Tag der Toten, statt. Es geht fröhlich zu. Die ganze Stadt ist gelb-orange geschmückt und es gibt das Brot der Toten sowie Cerveza Preparada, ein speziell zubereitetes Bier mit Tomatensauce und Chili. Der Tag der Toten ist eben keine Trauerveranstaltung. Es ist eher ein buntes, fröhliches Fest, um die Rückkehr der Toten zu ihren Familien zu feiern. Dies geschieht nach altmexikanischem Glauben immer jährlich an diesem einen Tag zur Erntezeit.
kleinen Kammern wird zugleich mit diversen Opfergaben an die Verstorbenen gedacht, bis diese dann zu Mitternacht wieder zurück ins Totenreich verschwinden, um ein Jahr drauf erneut, am 2. November, zurückzukehren und fröhlich mit ihren Familien zu feiern. Unsere nächste Station heißt Veracruz. Hier, an der mexikanischen Ostküste, prägen Mangrovenwälder die Landschaft. Diese salzwasserresistenten Bäume und Sträucher machen in tropischen Gebieten der Erde, wie hier in Mexiko, einen großen Teil der Vegetation in Küstenregionen aus. Wir unternehmen eine Bootstour, um diese Ökosysteme besser kennenzulernen. Zahlreiche Land- und Wassertiere finden in den Mangroven perfekte Lebensbedingungen vor. Julio, der unsere Tour leitet, freut das vor allem auch wegen der damit verbundenen reichen Fischereiausbeute. Diese Lagune ist ein Meeresarm. Deshalb kommt hier auch die Ausbeute aus den Meeren herein. Das sind Blaukrabben, Garnelen, Austern, Plattfische, Karpfen, Meereschen, Makrelen, viele Arten von Meeresfrüchten. Zusätzlich haben wir bei den Mangroven den Louisiana-Krebs und den Catilla-Krebs. Wir haben hier auch Leguane, Waschbären, manch eine kleine Schlange, Pythons. Aber am meisten von allem haben wir Austern. Doch nicht nur für ihre Fischerei ist diese Gegend bekannt. Auch spannende kulinarische und musikalische Besonderheiten werden uns hier präsentiert. Die Region Mandinga ist sehr bekannt für die pfiffigen Menschen, die Musik, Jarocha zum Beispiel. Das ist alles sehr bekannt in Mandinga. Wohl auch deswegen ist in Veracruz, wie fast überall in Mexiko, ein aufstrebender Tourismus bemerkbar. Der Tourismus ist allerdings in anderen Teilen Mexikos noch viel präsenter. Wir verlassen Veracruz. Nach 22 Stunden mit dem Bus erreichen wir Cancún, die Touristenhochburg Mexikos, auf der ohnehin sehr beliebten Halbinsel Yucatán. Wir bewegen uns jedoch weiter südlich Richtung Tulum, wo wir auch auf ganz abgelegene Orte stoßen
an denen man die Schönheit der mexikanischen Natur noch in seiner ganzen Vollkommenheit erleben kann. Ein gutes Beispiel: das kleine Dorf Punta Allen im Naturreservat Siancan. 50 Kilometer abseits von jeglicher menschlicher Zivilisation. In der Umgebung ist nichts als tiefer Urwald und Mangrovenwälder. Hier leben über 300 Vogelarten, die es zum Teil nirgendwo sonst auf unserem Planeten gibt. Vor allem Pelikane, Strandläufer und Fischadler trifft man häufig an. Diese flinken kleinen Sanderlinge, welche ebenfalls zur Gattung der Strandläufer gehören, kommen aus dem hohen Norden. Sie machen hier in der Karibik Rast. Manche von ihnen ziehen nämlich noch weiter gen Süden, bis nach Südamerika. Die flachen Sandstrände bei Punta Allen bieten den Sanderlingen Nahrung in Hülle und Fülle. Kleintiere, wie Insekten oder deren Larven, sind die Leibspeise der Strandläufer. Mit hektischen Bewegungen rasen sie über den Sand und versuchen dabei stets dem Wasser auszuweichen. Auch das menschliche Leben im Punta Allen findet sehr isoliert statt. Man ist ein Stück weit abhängig von den Gesetzen der Natur. So gibt es für die knapp 500 Einwohner zum Beispiel keinen Telefonempfang und das WLAN, welches über Satellit empfangen wird, funktioniert nur, wenn es nicht regnet. Generell läuft die Stromversorgung im Punta Allen nur durch eigene Solarzellen und einen Generator, weshalb nur für einige Stunden am Tag überhaupt Strom verfügbar ist. In den letzten Jahren ist zwar auch hier der Tourismus gewachsen, doch trotzdem leben die Menschen weitgehend mit der Natur, da sie auch von ihr leben. Der größte Wirtschaftszweig der ehemaligen Maya-Städte ist nämlich bis heute die Fischerei.
Das über 700 Kilometer lange mittelamerikanische Korallenriff entfaltet sich hier ganz besonders und gibt eine unermessliche Vielfalt an Meerestieren her. Doch obwohl Sian Ka'an heute als UNESCO-Weltkulturerbe gilt, ist diese einzigartige Flora und Fauna in Gefahr. Abfälle aus aller Welt. Müll, der durch die Ozeane angeschwemmt wurde, bedeckt regelmäßig die Strände von Punta Allen. Wir sprechen mit Menschen, die hier schon lange leben. Sie sind sich des Problems durchaus bewusst, können aber gegen die Massen an Plastik, die wohl hauptsächlich aus Kuba kommen, nichts nachhaltig unternehmen. Die ganze moderne Welt muss endlich aufwachen, um die letzten großen Biosphären wie diese hier zu erhalten. In die moderne Zivilisation müssen auch wir uns bald wieder zurückbewegen. In Punta Allen kann man kein Geld abheben. Daher müssen wir aufgrund von fehlendem Bargeld trampen. Wir bleiben noch einige Tage in der Region Quintana Roo. An den wunderschönen Stränden von Tulum und Bacalar lässt es sich durchaus gut leben. Tulum. ¿Te gusta Tulum? Me encanta, beautiful, very good. Tulum es las playas más hermosas de México. Sí. Nur wenige Busstunden weiter südlich überqueren wir die Grenze zu Belize, dem einzigen englischsprachigen Staat im mittelamerikanischen Festland.
Wir fahren jedoch weiter, mit zahlreichen verschiedenen Verkehrsmitteln, bis wir die Insel Caye Caulker erreichen. Überall gibt es bunte Holzhäuser. Die Menschen wirken fröhlich. Aus jeder Ecke tönt Musik. Ungefähr so stellen wir uns auch Jamaika vor. Tatsächlich ist auch Belize und insbesondere Caye Caulker stark afrikanisch geprägt. Ein Beispiel dafür sind die Garifuna, die heute etwas zu feiern haben. Heute ist der 19. November. Das ist hier ein sehr besonderer Tag. Hört ihr die Musik? Das ist eine besondere Musik, mit der wir den Tag der Unabhängigkeit der Garifuna feiern. Belize ist sehr multikulturell. Wir haben verschiedene ethnische Gruppen hier in Belize. Die Mehrheit sind die kreolischen Belizer. Ich selbst bin auch ein kreolischer Belizer. Aber wir haben auch andere Gruppen von Belizern, die hier ebenfalls leben. Das sind die Garifuna, die Mestizen oder die Mennoniten. Das sind alles verschiedene kulturelle Gruppen hier in Belize. Aber die Garifuna feiern heute hier ihren besonderen Tag. In der Vergangenheit gab es ein großes Schiff voller Sklaven. Das Schiff sank, aber die Sklaven sprangen herunter und überlebten. Es war eine gute Sache, dass sie überlebten, denn sie erreichten die Insel St. Vincent. Als sie dort ankamen, waren sie in der Lage, sich dort zu verbreiten. Sie waren von der Sklaverei befreit. Die Kultur überlebte. Einige Jahre später gab es ein paar Kriege, ein paar Schlachten, was nicht so gut war. Aber es brachte die Garifuna hierher. Wir hießen sie hier willkommen. Obwohl es Sklaverei gab, hießen wir sie hier willkommen. Und nun sind sie ein Teil von Belize. Deswegen feiern wir heute hier diesen besonderen Tag. Doch nicht nur kulturell ist Belize äußerst vielfältig. Auch die Tierwelt hat einiges zu bieten. Um uns das nicht entgehen zu lassen, fahren wir mit Chris aufs Meer und entdecken eine beeindruckende Unterwasserwelt. Noch ist das mittelamerikanische Korallenriff auch hier gut erhalten. Es bietet Muränen, Hummern, Seekühen, Ammenhaien, Rochen und tausenden weiteren Meerestieren ein Zuhause.
Doch was wird getan, damit das so bleibt, haben wir Chris gefragt. Was tun wir, um sie zu schützen? Also wir haben die Parkaufseher und wir haben eine Zone, die geschützt ist. Und wir haben außerdem sehr gute Protokolle, denen wir gefolgt sind, insbesondere für unsere Seekühe hier in Belize. Seitdem wir die zweitgrößte Population haben, versuchen wir einfach, unser Bestes zu geben, um uns um sie zu kümmern. Die Seekühe sind nicht aggressiv, sie belästigen niemanden. Verglichen mit anderen Kreaturen sind sie die faulsten und entspanntesten Kreaturen hier in Belize. Seit 2015 leisten wir gute Arbeit. Früher waren sie als bedroht und gefährdet eingestuft, doch seit 2015 sind sie heruntergestuft worden auf bedroht, was ein großer Erfolg ist. So ist es auch bei vielen anderen Fischen und Meerestieren. Zum Beispiel die Hummer. Wir jagen sie während der Hummersaison und wenn wir ein Hummerweibchen mit Eiern finden, legen wir es zurück. Auch wenn die Menschen auf Caye Caulker ihr Bestes tun, nicht nur aufgrund des Klimawandels sterben weltweit immer mehr Korallenriffe. Uns ist in Belize klar geworden, welche magische Schönheit wir damit gefährden. Wir fahren weiter, ins Landesinnere. Es geht nach Guatemala. Tikal. Nur wenige Stunden von der Karibikküste entfernt, erhebt sich die antike Maya-Stadt inmitten des Regenwaldes von Petén im Norden Guatemalas. Heute gilt sie als UNESCO-Weltkulturerbe. Doch die Spuren menschlichen Lebens gehen hier zurück bis ins 9. Jahrhundert vor Christus. Es entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten eine der größten Machtzentren der Maya im heutigen Guatemala. In der Blütezeit lebten nach heutigem Forschungsstand etwa 1 Million Menschen in der Umgebung Tikals. Nachdem man sich zwar zwischen 562 und 695 dem mächtigen Nachbarn aus Calakmul beugen musste, erlebte Tikal danach bis zu seinem Untergang eine Zeit des enormen Wohlstandes. Das Herz der Stadt bildete damals der sogenannte Große Platz. Über kleine Pfade kann man von hier aus zu den verschiedenen Tempeln gelangen und in die mysteriöse Welt der Maya eintauchen. Besonders beeindruckend ist der am äußeren Rand Tikals gelegene Tempel 4. Er gewährt einen Ausblick über die Stadt und den Urwald, der von dem einstigen Hochkulturzentrum längst wieder Besitz ergriffen hat.
Guatemala hat über 30 Vulkane. Inmitten mehrerer solcher Feuerschlote liegt im Süden des Landes das kleine bunte Kolonialstädtchen Antigua. (35.000 Menschen leben in der früheren Kolonialhauptstadt, in der ein reges Treiben herrscht. Die verwinkelten Märkte mit all ihren Köstlichkeiten, das unbekümmert fröhlich wirkende Temperament der Leute und das florierende Nachtleben machen für uns einen sehr besonderen Reiz aus. Besonders ist wie gesagt auch die Umgebung Antiguas. Den berühmtesten Vulkan, den Acatenango, können wir aufgrund einiger Missgeschicke leider nicht besteigen. Doch auch der sehr aktive, 2552 Meter hohe Pacaya ist durchaus ein lohnenswertes Erlebnis. Die endlosen Weiten aus schwarzem Vulkangestein, die düsteren Nebelschwaden und die leuchtend roten Lavaströme versprühen eine magische Atmosphäre. Hunderte Male am Tag explodiert der Pacaya, wenn auch für uns unsichtbar inmitten der Wolken. Am frühen Abend, in der Dämmerung, wandert man wieder herunter.
Für uns geht es mit einer strapazierenden zweitägigen Busreise weiter. Wir fahren durch 3 Länder, bis wir in Costa Rica ankommen, wo wir die nächsten Wochen mit 2 Freunden aus Deutschland am Strand verbringen. Von der touristischen Pazifikküste Costa Ricas bewegen wir uns dann jedoch in eine vollkommen andere Gegend. Wir arbeiten eine Woche auf der Farm Armonia Ambiental im Hochland Costa Ricas. Nahe des Quetzal-Nationalparks wird vor allem Kaffee angebaut. Ein Produkt, wofür Costa Rica im Allgemeinen sehr bekannt ist. In der Umgebung ist nichts als dichte, unberührte Natur. Flussläufe und Wasserfälle bahnen sich ihren Weg durch das Gebirge. Die Farm, auf der wir zu Gast sind, wird heute von Orlando Mora Jiménez und dessen Familie betrieben. Doch die Geschichte der Armonia Ambiental geht viele Jahrzehnte zurück. Orlandos Vater war es, der vor 68 Jahren als erster überhaupt diese Gegend besiedelte.
Der heute 73-jährige Orlando zeigt uns den Felsvorsprung, unter dem er damals mit seiner Familie aufwuchs. Wir hatten ja kein Farmhaus zum Leben. Daher hat uns unser Vater unter einem Felsvorsprung gebracht, um dort zu leben. Auf jeden Fall lebten dann unter diesem Vorsprung mehrere Familien, da sie natürlich auch keine Häuser oder Farmen hatten. Sie kamen lange genug in der Casa de Piedra unter, um ihr Haus bauen zu können, auf dem Stück Land, was sie damals erworben hatten. Ich erinnere mich, dass ich 5 Jahre alt war, als ich mit meinem Vater und meinen Brüdern unter diesem Stein gelebt habe. Der Vorsprung war wie ein Schutzort für die ersten Menschen, die zu dieser Kommune kamen. Um ein Minimum an Privatsphäre zu haben, baute Leon Mora Wände aus Palmenblättern unter den Felsen. Orlando hat die Kindheit in der Casa de Piedra bis heute geprägt. Das ist jetzt die Grundlage für unsere Familie und auch für die Besucher, die bei uns sind. Wir sind sehr stolz, dass wir Besucher von so verschiedenen Orten und Ländern empfangen dürfen. Sie erinnern uns immer wieder daran, wie schön dieser Ort ist, und daher wäre es mir eine Ehre, weiterhin Besucher aufnehmen zu können und die ganze Unterstützung zu würdigen, so wie sie es verdienen. Und auf dieser Grundlage wurde dann über die Jahre mit harter Arbeit die Farm, wie sie heute ist, aufgebaut. Das hat seinen Preis. Auf dieser Plantage haben wir sehr hart gearbeitet, weil mein Vater und wir Kinder Zuckerrohr angebaut haben. Die Ernte musste dann verarbeitet werden. Wir hatten aber keine Zuckermühle. Wir mussten das Rohr über der Schulter oder auf dem Rücken 2 Kilometer bis zur nächsten Mühle tragen. Das ist sehr harte Arbeit mit sehr schwerer Last. Davon habe ich heute gesundheitliche Probleme, weil ich eben als Kind viele schwere Lasten gehoben habe. Jetzt sind es offenbar Probleme mit der Wirbelsäule, die darauf zurückzuführen sind. Auf die lange Familientradition ist man stolz auf Armonía Ambiental. Orlando möchte seinen Kindern, Daily und Dario, jedoch bessere Bedingungen hinterlassen, als er sie zu Beginn hatte. Ich möchte alles meinen Kindern so gut situiert wie möglich hinterlassen.
sodass sie ein besseres Leben haben. Dass sie nicht die Not durchmachen müssen, die ich als Kind durchgemacht habe. Heutzutage lebt man ganz anders. Ich erzähle meinen Kindern von der Arbeit, von den Anstrengungen, die alle auf sich nehmen mussten, als wir hier angefangen haben. Heute ist in Wahrheit nur ein bisschen Organisation und anschließende Arbeit. Es freut mich sehr zu sehen, dass die ganze Familie zusammenarbeitet. Die Plantage ist sehr groß. Hier gehört niemandem nichts. Alles gehört allen. Noch heute wird hier auf Armonía Ambiental mit altbewährten Methoden gewirtschaftet und weitgehend auf maschinelle Hilfe verzichtet. Das alles kostet Zeit. So wie zum Beispiel das Ernten der Kaffeekirschen, was ganz klassisch von Hand durchgeführt wird. Wenn die Kirschen dunkel, ja fast schwarz sind, weisen sie die beste Qualität auf. Auch der Sirup, der sich unter der Schale befindet, ist ein Anzeichen von hochwertigem Kaffee, wenn er in besonders großer Menge vorhanden ist. Er zieht dann in die Bohne ein und verleiht ihr ein besonders intensives Aroma. Doch zurück zur Arbeit auf dem Feld. Mit ihrer lebenslangen Erfahrung sind Orlando, Neuli und ihr Nachwuchs sehr schnell und geschickt im Ernten. Wir hingegen üben uns noch. Wir alle sind jedoch seit 6 Uhr auf dem Bein und haben uns unsere Mittagspause redlich verdient. Dazu gibt es Tamal, ein typisches Essen der hiesigen Landwirte. Bohnen, Tortilla, Reis, Ei, Kartoffeln. Diese hier ist ohne Nudeln, weil sie für mich ist. Und ich mag keine Nudeln. Ja, mit allem. Diese hier ist mit ein bisschen Fleisch, mit Ei, mit Nudeln, mit Kartoffeln, mit Käse. Alles wird dann in erhitzte Bananenblätter gerollt. So ist es handlich und leicht zu transportieren. Schließlich wird direkt auf dem Feld gegessen. Sind die Kaffeekirschen dann geerntet, müssen sie getrocknet werden. Dafür werden sie üblicherweise hier in mehreren Etagen gelagert, bis sie nur noch einen bestimmten Prozentsatz an Feuchtigkeit besitzen.
Problem, mit dem die Farmer hier zu kämpfen haben, ist allerdings der feuchte Nebel, der das Trocknen massiv erschwert. Jeden Vormittag trüben dichte Nebelschwaden die Sicht hier im Hochland. Maschinelles Trocknen würde die Qualität mindern. Daher muss der Kaffee dann zum Schutz in Plastik verpackt werden und kann nur während der Sonnenstunden trocknen. Der nächste Schritt ist das Zerstampfen der Kaffeekirschen. Dies geschieht ebenfalls von Hand mit dieser Vorrichtung. Die Hülle der trockenen Kirschen trennt sich dadurch von ihrem Innern. Alles zusammen kommt dann in ein Sieb. Hier wird, wie man so schön sagt, die Spreu vom Kaffee getrennt. Die leeren Hüllen und sonstiger Schmutz fallen durch das Sieb. Dieser Vorgang muss anschließend jedoch noch manuell kontrolliert werden, ehe die Bohnen über dem Feuer geröstet werden können. Beim Rösten ist wichtig, dass die Flamme nicht zu stark ist und dass ständig umgerührt wird. Ansonsten verbrennen einige Bohnen und der gesamte Kaffee wird ungenießbar. Wie lange muss das jetzt ungefähr gemacht werden? So mit einem kleinen Feuer 30 Minuten. Hier auf Armonía Ambiental wird allerdings auch nur für den Eigenbedarf geröstet und gemahlen. Normalerweise erfolgt dies in professionellen Röstereien. Seit neuestem hat sich Familie Mora zudem eine Maschine geleistet, die das Schälen und Aussieben mit deutlich höherer Geschwindigkeit in einem Schritt erledigt. Dann müssen die frischen Bohnen lediglich noch getrocknet und geröstet werden. Doch auf Armonía Ambiental wird nicht nur Kaffee angebaut. Auf den 90 Hektar baut Familie Mora eine unendlich reiche Vielfalt an Früchten und Gemüsen an. Viele davon hat man in Europa noch nicht einmal gesehen. Auf der Farm bauen wir Kaffee, Orangen und Passionsfrüchte an. Das sind alles regionale Sorten und sie sollen die Bedürfnisse der ansässigen Familien in den Bergen Costa Ricas erfüllen. Tatsächlich lebt Familie Mora weitgehend als Selbstversorger. Für Ergänzungen wie zum Beispiel Reis
bleiben da nur noch geringe Ausgaben. Auch Milchprodukte, Fisch und Fleisch werden selbst produziert. Dementsprechend froh und optimistisch ist Daly, die die Farm auf lange Sicht von ihren Eltern übernehmen möchte. Da erscheint mir dann die Chance, als Mensch ein Stück Land zu besitzen, als eine sehr gute Idee, als ein Privileg. Es ist ein Segen, der, glaube ich, nicht sehr gewöhnlich ist. Daly möchte die Farm modernisieren, hat große Ziele. Nachhaltigkeit und Naturschutz haben für sie dabei oberste Priorität, wie sie uns zu verstehen gibt. Dieses Land hier hat sehr viel Wald und ich glaube, wir dürfen die landwirtschaftliche Arbeit nicht vom Bewahren dieses Waldes trennen. Ich habe diese Faktoren, die Plantage, den Wald und auch die landwirtschaftliche Arbeit. Es ist mir wichtig, sie wirklich miteinander zu verbinden und ein produktives landwirtschaftliches Modell zu entwickeln, weil es sich für die Familien, die hier leben, lohnen muss. Aber auch, damit diese Modelle ein Instandhaltungssystem für die umgebenden Ökosysteme schaffen. Trotz all dem verkauft die Armonía Ambiental weiterhin einen Großteil ihres ökologischen Kaffees an konventionelle Großunternehmen, die einen deutlich zu niedrigen Kilopreis zahlen. Es gibt allerdings hoffnungsvolle Projekte, die auch beim Weiterverkauf des Kaffees die ökologischen Grundwerte, für die Daly eintritt, weiterverfolgen. Buna Café ist eines dieser Unternehmen. Es ist mit dem B Corporations Zertifikat ausgezeichnet, einem Siegel, welches weltweit Unternehmen bekommen, die hohen sozialen und ökologischen Kriterien entsprechen müssen. Allerdings ist Buna kein Non-Profit-Unternehmen. Bei B Corps geht es darum, dass die Unternehmen eine Balance zwischen Profit und ökologisch-sozialen Gesichtspunkten finden. Deshalb finden sich auch große internationale Firmen wie Ben & Jerry's oder Danone im Portfolio von B Corporations. Anders als beispielsweise bei Bio oder Fairtrade müssen sich B-Corps-Unternehmen alle 3 Jahre neu zertifizieren lassen und dabei stets eine Verbesserung ihres sogenannten B-Impact Scores erreicht haben. Dieser Wert gibt an, wie gut das jeweilige Unternehmen in den verschiedenen Kriterien abschneidet. Hierbei geht es nicht nur um Umweltschutz und gute Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus bewertet B Corps den positiven Einfluss auf die lokale Gesellschaft und verschiedene Aspekte zur Unternehmensführung. Wir sprachen mit Mitarbeitern der Rösterei, als wir diese dank Praktikant Linus ganz zu Beginn unserer Reise in Mexico City besuchen durften. Fernando Maya ist ein echter Fachmann. Er weiß genau, wo er feinste Veränderungen durchführen muss, um im Endprodukt ein bestimmtes Aroma zu kreieren. Er zeigt uns die verschiedenen Schritte, die eine frische Kaffeebohne hier auf ihrem Weg in die Tasse durchläuft. Bei Buna werde noch Wert auf die Nähe zum Kaffeebauern gelegt. Und hier werde gute Qualität wertgeschätzt, sagt Julieta, die bei Buna zum Beispiel für die Bodenanalysen zuständig ist. Wenn ein Bauer uns seinen Kaffee verkaufen will, muss er uns als erstes eine Probe von etwa 300 Gramm seines grünen Kaffees geben. Die werden dann getestet. Da vorne ist Enrique, der gerade den Kaffee analysiert. Er macht eine Analyse des Rohkaffees. Danach röstet er ihn mit einer Röstmaschine, welche speziell für die kleinen Proben ist. Am Schluss probiert er den Kaffee. Entspricht der Kaffee den qualitativen Anforderungen von Buna, wird danach der jeweiligen Farm ein Besuch abgestattet. Auch um ein persönliches Verhältnis zu den Bauern aufzubauen. Ich
Ich mache Bodenanalysen von der Erde, um herauszufinden, was der Boden braucht, um nährstoffreicher zu werden. Ich benutze auch noch eine andere Technik, die man Chromatographie nennt. Das hier ist sozusagen ein Foto vom Boden, in dem ich die Struktur der Erde erkennen kann. Und dort kann ich sehen, welche Mineralien im Boden enthalten sind. Hier sehe ich, wie viele organische Materialien im Boden sind. Und schlussendlich sehe ich, wie viel Humus in der Erde ist. Am Ende muss ich mir dann anhand dieser Linien anschauen, wie harmonisch das Ganze ist. Buna verhandelt dann individuell mit den Bauern einen Vertrag, der die Menge des gekauften Kaffees sowie den Preis festlegt. Alljährlich werden neue Bodenproben entnommen, um die Entwicklung genau im Auge zu behalten. Der Bauer bekommt dazu eine Liste mit Dingen, die getan werden sollten, um den Boden weiter zu verbessern. All diese Qualitätsstandards werden bei Buna Café in einer wöchentlichen Sitzung stets verfeinert. Über Seminare wird dieses Wissen dann auch den Landwirten weitervermittelt. Ähnliche Ziele und Grundsätze wie Buna verfolgt auch Hermann Pohlmann mit seinem Modell bei Taikai Café. Auch er bezieht nun Kaffee aus Costa Rica und Mexiko. Und auch bei ihm soll höchste Qualität garantiert werden. Er möchte mit seinem Weg aber auch zeigen, dass ein anderes Wirtschaften fern von Gewinnmaximierung und Ausnutzung gut möglich ist und flächendeckend erfolgreich funktionieren kann. Hermanns Konzept richtet sich nach den Grundsätzen von CSA, Community Supported Agriculture. Das bedeutet in erster Linie, dass der Bauer direkt mit dem Konsumenten kooperiert. Wir versuchen, den richtigen Preis zu ermitteln, der sich nicht an Weltmarktpreise richtet, sondern wir fragen die Bauern, was braucht ihr? Wir fragen die Seeleute, was braucht ihr? Den Röster, was braucht ihr? Alle, die involviert sind in der Herstellung des Kaffees, werden gefragt, was ist euer Bedürfnis, und daraus ermittelt sich der Preis. Das Ganze wird transparent dargestellt, dass man es auch nachvollziehen kann. Wir arbeiten auch daran, dass die Kommunikation machbar ist zwischen all denen, die beteiligt sind. Wir bieten Roundtable an. Die Bauern sollen dadurch entlastet werden. Sie sollen nicht unter dem Druck stehen, eine bestimmte Menge liefern zu müssen. Sie sollen sich voll darauf konzentrieren, nachhaltig wirklich gute Qualität zu liefern. Kurz gesagt also, Qualität statt Quantität. Mit einem revolutionären wirtschaftlichen Ansatz. Mit Projekten wie Buna oder Taikai Café möchte auch Daily in Zukunft zusammenarbeiten. Auch sie kommt daher zu Hermann Pohlmanns zweitägigem CSA-Kurs, den er im Dezember in San Jose abhält. Zusammen mit seiner Frau Antonia und Esteban, seinem Partner in Costa Rica, will der 67-Jährige diese Form der sozialen Landwirtschaft hier etablieren. Entonces digamos como que yo creo que ahí hay algo interesante para cuestionarnos y preguntarnos y decir como comunidad. Zurück zur Farm Armonía Ambiental. Nach einer bewegenden und lehrreichen Woche müssen wir von Familie Mora Abschied nehmen. Zumindest von Orlando, Noeli, Dario und Nelson. Mit Daily und einigen Freunden von ihr treten wir in den kommenden 3 Tagen eine Wanderung an. Vom Cerro de la Muerte, Costa Ricas dritthöchstem Berg, durchlaufen wir alle Vegetationszonen des Landes.
Vorbei an der Farm wandern wir hauptsächlich durch dichte Wälder und über reißende Flüsse. Am Abend des 3. Tages erreichen wir schließlich unser Ziel. Quepos an der Pazifikküste. Wir bleiben zunächst auch an der Pazifikküste. 2 Stunden von Quepos entfernt arbeiten zahlreiche reisende Zimmermänner, Mathematiker und sonstige Experten an dem Segelschiff Saiba. Uns interessiert das Projekt, denn das Schiff soll bald unter anderem den Kaffee von Hermann Pohlmanns Teekay in andere Teile der Welt transportieren. Leider haben die 30 Arbeiter gerade frei, als wir die Reederei besuchen. Dennoch erfahren wir einiges über den Bau des Schiffes. Es soll 2021 fertig werden und wird, dem Anspruch der Nachhaltigkeit entsprechend, größtenteils nur aus dem Holz toter und kranker Bäume aus der Umgebung gebaut. Teer und Wolle helfen, den Rumpf zu verdichten. Doch ein Schiff dieser Größe funktionsfähig zu bekommen, erfordert nicht nur handwerkliches, sondern auch mathematisches Geschick. Insbesondere wenn, wie bei Saiba, mit verschiedenen Hölzern und mit viel Handarbeit gebaut wird. Um ja keine folgenschweren Fehler zu begehen, skizzieren die Arbeiter daher großflächig die Konstruktion des Schiffes. Wir dürfen dann auch auf dem Gelände von Sail Cargo übernachten, was durchaus nicht die schlechteste Wahl war.
Auf Ometepe, der weltweit größten vulkanischen Insel, herrscht ein weitgehend ruhiges Treiben. Große Teile der Bevölkerung leben sehr einfach. Man arbeitet entweder im Tourismus oder in der Landwirtschaft, womit vor allem die zahlreichen Bananenplantagen auf Ometepe gemeint sind. Aufgrund des Vulkans Concepción, an dem es regelmäßig zu Eruptionen kommt, ist die Erde äußerst fruchtbar. Auf unterschiedlichem Wege erkunden wir für 3 Tage die Insel. In Rekordzeit, so sagte unser Guide, bestiegen wir den Vulkan Madeiras, welcher im Gegensatz zu seinem Nachbarn nicht mehr aktiv ist. Faszinierend war auch der Wasserfall San Ramón, welcher am Fuße des Madeiras aus 50 Metern Höhe in die Tiefe stürzt. Die nächsten Tage rund um Silvester verbringen wir in den bunten Städtchen Granada und León. Beide liegen unweit des Nicaraguasees. An der Küste, unweit von León, verbringen wir nun eine Woche beim Carpe Diem Eco-Projekt. Es liegt neben dem Örtchen Poneloya und kann nur mit einem Boot und einem 2 Kilometer Fußmarsch über den Strand erreicht werden. Ghislain und Julie, das junge französische Paar, welches das Carpe Diem Eco-Projekt einst gründete, betreibt nachhaltigen Häuserbau aus den Materialien der umliegenden Natur. Dabei verfolgen sie als Kommune eine feste Philosophie des Miteinanders mit Volunteers und Einheimischen. Das zentrale Motto ist: ein engeres Zusammenleben mit der Natur, seinen Mitmenschen und sich selbst zu pflegen. Zum Bauen werden nur ausreichend verfügbare Rohstoffe aus der Umgebung verwendet. Die Energie wird eigens mit Solarzellen produziert. Die Erzeugnisse aus den trockenen Toiletten werden zum Düngen benutzt. Von den eigenen Pflanzen zum Teil die Verpflegung gewonnen. Diese ist komplett vegetarisch und größtenteils auch vegan. Wasser muss von Hand gepumpt werden. Mit diesem einfachen und schonenden Lebensstil möchte das Carpe Diem Eco-Projekt seinen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Wir beide bauen also unsere Zelte auf und nehmen für eine Woche an diesem Community-Leben teil. Überall im Gelände weisen Schilder auf die Funktionsweise der Dinge oder auf Grundsätze des Zusammenlebens hin. Ziel ist es, dass jeder seine speziellen Fähigkeiten zugunsten der Gemeinschaft einbringt, sich diese aber auch unterordnet. Vormittags wird gearbeitet. Dabei wird weitgehend auf technische Hilfsmittel verzichtet. So wird etwa der Sand mit dem Pferdekarren aus den Mangroven geholt.
Dafür muss auf die Gezeiten geachtet werden. Denn nur wenn Ebbe ist, kann der nasse, für den Häuserbau brauchbare Sand gewonnen werden. Sand ist neben Lehm, Stroh und Kalkstein einer der Basisrohstoffe für die Gebäude des Carpe Diem Eco-Projekts. Die Nutzung von Zement würde zwar einiges erleichtern, wird aber aufgrund des zu hohen Energieaufwandes bei der Produktion hier weitgehend vermieden. Es soll schließlich um Naturschutz und Nachhaltigkeit gehen. Lediglich eine kleine Schaufel Zement kommt zum Beispiel in diese Mischung, aus der ein Fundament entstehen soll. Wir legen mit diesem Fundament den Grundstein für den Bau eines neuen Toilettenhäuschens. Auch hier, beim Vermischen der Rohstoffe, wird mit ungewöhnlichen Techniken und viel Teamwork maschinelle Hilfe vermieden. Immer wieder erläutert uns Gislon seine Vorgehensweise. Dass jeder hier etwas lernen kann, ist ihm wichtiger als die schnellstmögliche Fertigstellung seiner Gebäude. So erfahren wir auch Schritt für Schritt, wie ein Boden gebaut wird. Als Basis fungieren hierbei, wie zum Beispiel auch beim Bau von Wänden, Lehm und Sand, in einem 1:2-Verhältnis. Zusammen mit Stroh und Wasser vermischen wir dann gemeinsam alles zu einer recht festen, braunen Masse. Doch wie gelingt es, dass der Boden nun auch wirklich ebenerdig ist? Entscheidend ist, lehrt uns Gislon, immer mit dem kreativ zu sein, was sich um einen herum befindet. Wir suchen passende Steine und Holzstücke, um an den Rändern des Bodens etwa gleich hohe Punkte zu installieren. Dann werden Schnüre zwischen all diesen Punkten gespannt. Mit einer Wasserwaage kann die Höhe präzisiert werden. Jetzt kann alles einfach mit der fertigen Masse aufgefüllt werden. Da beim Trocknen Risse entstehen könnten, werden in der Regel mehrere Lagen davon aufgetragen. Dann ist der Naturboden fertig. Doch nicht nur die Natur an Land gilt es zu schützen. Neben dem Carpe Diem Eco-Projekt befindet sich die Surfing Turtle Lodge. Von hier aus operiert die Schildkrötenschutzorganisation SOS Nicaragua. Wir sind oft an den Nachmittagen hier, wenn die Arbeit getan ist. SOS Nicaragua ist eine rein spendenfinanzierte Organisation.
Ihr Hauptziel ist es, den Bestand der Paslama-Meeresschildkröten hier zu vergrößern und zu schützen. Die Reptilien haben nämlich mit einer echten Gefahr zu kämpfen. Wir haben hier viel Wilderei an diesem Strand. Aber manche Wilderer verkaufen die Eier an uns und nicht auf dem Schwarzmarkt. Doch viele Nicaraguaner müssen derartige Geschäfte betreiben, um ihre Existenz zu sichern. Die Eier werden dabei auf dem Schwarzmarkt verkauft und als Delikatesse ausgetrunken. Die Mitarbeiter von SOS Nicaragua versuchen das zu verhindern, indem sie entweder die Eier selbst bei Nacht sammeln oder von den Wilderern kaufen. Ganz stoppen kann die kleine Organisation die Kriminellen nicht. Zweimal am Tag werden teils mehrere hundert Schildkrötenbabys ins Meer entlassen. Für Gäste der Surfing Turtle Lodge und des Carpe Diem Eco-Projekts ist das tagtäglich ein fesselndes Schauspiel. Doch für SOS Nicaragua geht es nicht ausschließlich um die Schildkröten. Man möchte auch den Wilderern, die oft in Not sind und für ihre Familien sorgen müssen, helfen. Wir versuchen, die Wilderer zu verändern. Sie haben sehr viel Wissen. Sie kennen diesen Strand besser als wir. Das Ganze ist etwas für die Zukunft. Eines Tages verdienen die Wilderer vielleicht mehr Geld damit, lediglich den Touristen den Strand und die Schildkröten zu zeigen, anstatt sie zu gefährden. Carlos zum Beispiel war einst einer der erfolgreichsten Wilderer hier am Playa Poneloya. In mehr als 10 Jahren Wildererarbeit hat er sich ein enormes Wissen angeeignet. Doch bei ihm hat ein Umdenken stattgefunden. Jetzt arbeitet er für SOS Nicaragua und kann sein gehäuftes Wissen über Schildkröten für einen guten Zweck einbringen. Auch bei der Kommunikation mit den Wilderern ist Carlos eine große Hilfe, da er auf Augenhöhe und mit Verständnis mit seinen Ex-Kollegen reden kann. Wenn nun also die Eier in den Händen von SOS Nicaragua sind, kommen sie zunächst in diese Brutstätten, in der eigens dafür errichteten Hütte. Die Schildkröten, die in der Nacht oder am Morgen schlüpfen, werden dann etwa bei Sonnenaufgang entlassen. Die, die tagsüber schlüpfen, kommen am Abend in die Fluten. Wichtig ist dabei, dass die Frischlinge nicht sofort in die Brandung gesetzt werden. Zuvor müssen sie ein wenig den Strand erkunden. Andernfalls können sie sich circa 10 Jahre später, wenn sie selbst Eier legen, nicht mehr erinnern, wo sie herkommen und wohin sie demnach zum Eierlegen zurückkehren müssen. Soweit bringen es allerdings nur die wenigsten. Durch natürliche Feinde, wie Raubvögel oder Krabben, sterben im natürlichen Kreislauf etwa 999 von 1000 jungen Schildkröten.
durch die Obhut, die SOS Nicaragua den Eiern und den frisch geschlüpften Tieren bietet, vermutet man, dass sich die Zahl der Überlebenden auf 1 von 100 Tieren erhöht. Dieser Eingriff in die Natur, wie man es negativ formulieren könnte, sorgt allerdings nicht für eine Überpopulation an Paslama-Meeresschildkröten. Er gleicht lediglich den enormen Rückgang der Bestände aus, den der Mensch neben der Wilderei auch durch Plastikmüll und Fischerei verursacht hat. SOS Nicaragua hat im vergangenen Jahr geschätzte 18.000 Paslama-Meeresschildkröten freigesetzt und etwa 10.000 Stücke Plastikmüll vom Strand entfernt. Dennoch wird uns klar, hoffnungsvollen Projekten wie SOS Nicaragua und dem Carpe Diem Eco-Projekt fehlt oft die Möglichkeit zur großflächigen und langfristigen Einflussnahme. Ghislain und Julie hatten ambitionierte Ideen. Doch wie wir einige Monate später erfahren, hat das junge französische Paar das Grundstück am Playa Poneloya verkauft, bevor die Gebäude überhaupt fertig wurden. Es braucht womöglich tatsächlich noch ein paar Generationen, um in Nicaragua wirksame Veränderungen im Umwelt- und Naturschutz zu erreichen. Wir springen nun eine größere Strecke gen Süden. 28 Busstunden südlich von León erhebt sich die beeindruckende Skyline von Panama City. Hier, im modernen Bankenviertel, war vor einigen Jahren der zentrale Schauplatz rund um die berühmten Panama Papers. Neben Banken findet man hier aber auch große Wohnblocks, Hotels und ein vielseitiges Nachtleben für die mehr oder weniger gehobene Schicht. Panama City lässt sich allerdings nicht auf seine imposanten Hochhäuser beschränken. Auch Cinta Costera, die attraktive Strandpromenade, entspricht sehr modernen Standards und hält sportliche Aktivitäten für jedermann bereit. Sie wird, wie große Teile der Stadt, stets sehr sauber gehalten. Viele Kampagnen und Infostellen weisen die Menschen etwa auf die Wichtigkeit des Umweltschutzes hin.
Panama City. Eine Oase der Sauberkeit, der Bildung und des Fortschritts also? Nicht ganz. Die 800.000 Einwohnerstadt wirkt zwar in der Tat um einiges lebenswerter als viele andere Großstädte Lateinamerikas, die wir eher zu meiden versucht haben. Man muss sich jedoch nur einmal aus den beliebten Touristengebieten heraus in ärmere Stadtviertel wagen, damit einem klar wird, dass auch hier vieles im Argen ist. Nur wenige Minuten zu Fuß von der Altstadt, einer beliebten Gegend voller Bars und Läden, stößt man auf eine Polizeibarriere. Dahinter beginnt El Chorrillo, ein Viertel, was beim Wiederaufbau nach dem Panama-Krieg vergessen wurde. Menschen leben an der Grenze zum Ruin und kämpfen um ihre Existenz. Auf den Straßen stapelt sich Müll und es riecht übel, während nebenan die High-Class Party macht. Von dieser Reise träumten wir schon seit Jahren. Und besser hätte sie nicht sein können. Die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit hatten, waren unbeschreiblich und diese werden wir auch nie vergessen. Im März 2020 geht eine Zeit vorbei, die mich und meine Sicht auf die Welt für immer prägen wird. Auch aufgrund dieser 6 Monate habe ich angefangen, Ethnologie zu studieren. Ich lerne dadurch, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, einzuordnen. Ich glaube, das beste Gefühl am Reisen ist die Freiheit und jeden Tag aufzustehen, ohne zu wissen, was man noch so alles erleben wird. Insgesamt blicke ich in großer Dankbarkeit zurück auf einen Lebensabschnitt, der mich zugleich staunen und nachdenken lässt. Und solche Erfahrungen empfehlen wir jedem weiter. Aktuell ist so eine Reise leider nicht möglich, aber umso mehr sind wir dankbar, diese so gemacht zu haben.